Hallo zusammen. Um ein Spiralrohr naturrichtig entwerfen und bauen bzw. 3D drucken zu können, ist es aus meiner Sicht hilfreich, zunächst einen Kreis zu zeichnen der aus 24 Vektorstrichen besteht. Warum? Weil man darüber unterschiedliche Spiralen ansetzen kann, die jeweils in einer Ordnung zueinander, in einer Winkelordnung zueinander stehen. Das heißt, man kann 24 solcher Spiralen machen, Spiralwindungen, 12, 6, 3, 1 etc., sodass sie radial in einer Ordnung stehen. Man setzt einen Pin an, der in dem Fall hier bei 17,7 Grad stehen, kopiert den immer, setzt den 15 Grad entsprechend weiter, dass man eine Art Zahnrad bekommt. Und diesen Teller, diesen Layer dupliziert man und baut sich daraus dann einen Stacker. Man gruppiert immer die Dinge und setzt also hier Pin auf Pin, dass er wirklich punktgenau ist. Und so kann man also einen wunderbaren Spiral-Stacker halt bauen, mit dem man unterschiedliche Dinge anfangen kann. Genau, und wie gesagt, man kann dann 6 Pins, 3 Pins etc. halt bauen und erhält dann in dem Fall hier eine Form von einer Größe 1 Meter im Durchmesser, 1 Meter in der Höhe. Steigungswinkel ist hier 17,7 Grad und das ist die Ausgangsbaustruktur, um überhaupt eine gleichförmige Spiralwindung erzeugen zu können. Okay, wie gesagt, im letzten Video habe ich ja erzählt, warum eine einfache Spiralwindung keinen Unterschied zwischen Außenströmung und Innenströmung, also was die Geschwindigkeit angeht, macht. Da muss schon im Profil was gemacht werden. Und so ist jetzt von meiner Seite aus für den ersten 3D-Druck eben dieser Ansatz hier schon mal wichtig, basierend eben auf dieser Steckerform, wo ich eine Windung halt genommen habe und daraus eben diese Holzspirale hier mal gestaltet habe. Basierend auf diesen Videos von diesen Holzranken, dieser Pflanze. Und man sieht auch hier, dass dort ein Innenprofil halt angesetzt ist. Also sprich eine Hohlkehle, die außen eben größere Oberfläche hat als innen. Warum scheint mir das naturrichtig auch zu sein? Aus zwei Gründen. Einerseits, Schauberger hat bei seinem Kraftwerk, wir zoomen mal hier näher ran, hier die Innenseite gedengelt. Man sieht es, so dass einfach hier auch das Wasser weniger Oberflächen hat als hier draußen. Und wenn sich Wasser quasi zusammen organisiert, also verschiedene, sagen wir mal hier Strömungsräume bildet, dann bilden sich verschiedene Cluster. Und so hat bei einem Schaum der Außenbereich eine größere Oberfläche als jetzt die Grenzflächen zu den anderen Blasen. Insofern könnte man auch eine Tragfläche in gewisser Weise verstehen als eine Blase, die sich versucht, gegenüber der Blase im unteren Bereich einen optimalen Ausdehnungsraum zu bilden. Also hier hat sie mehr Raum, sich auszudehnen, als hier drin. So, und das können wir natürlich dann übertragen auch auf die Form von so einem Wendel, indem er einfach hier auch nochmal zusätzlich die Oberfläche vergrößert. Also die ist jetzt sozusagen innenliegend. Man kann es auch außenliegend machen, ne? Also dass die Blasen außenliegend sind, so wie hier. Ja? Das ist jedem dann selber überlassen, wie er das gestaltet. So, dann kann man natürlich dann, wie erzählt, halt das duplizieren und verschiedene
also mehrere halt machen. So, und jetzt wird es aber spannend, warum ich dieses Grundraster aus einem 24er Rad genommen habe. Das ist, weil man damit, wenn man eine Sogwendel halt bauen möchte, eine naturrichtige Sogwendel, dann muss man es, wie gesagt, in Vektoren halt separieren und erst einmal eine Grundform haben. Aber ihr seht jetzt hier schon, man kann die Wellenlänge kann man also jetzt verändern. Ne? Also hier ist einfach diese Gruppe summiert und dann in der Höhe auseinandergezogen. So kann man eben die Wellenlänge entsprechend anpassen. Nicht nur das, man kann natürlich auch die Amplitude der jeweiligen Wellenabschnitts besser gesagt, variieren. Ne? Man kann den Kreisdurchmesser halt nehmen. Und das Schöne ist jetzt hier, wenn also die Linien hier jeweils an den Rädern halt dran gesetzt sind, so geht der Spiralvektor einfach dort mit. So, und damit hat man natürlich unheimlich tolle Möglichkeiten, jetzt hier also eine Wendel zu kreieren, eine Sogwendel, den man entsprechend des goldenen Schnitts dimensioniert. Soweit jetzt erstmal für den Ansatz, um im 3D sich der naturrichtigen Strömungsform anzunähern. Ergänzend nochmal hier die Sachen, die ich noch nicht verstehe. Das hier ist eine Kieme von einer Forelle und man sieht, hier ist eine Art Öffnung. Hier sind Lappen, die sich auffächern können. Die sind außen dicker als innen. Also hier strömt wahrscheinlich das Wasser sozusagen rein. Erzeugt hier vorne sozusagen einen Sogstich. Ne? Also es könnte sein, dass hier das um diese Stäbchen herum wirbelt. Ja? Und allerdings ist das eine Strömung, die von vorne eintaucht. Ja? Und wir haben aber hier bei der Repulsine etwas, wo wie ein Stein ins Wasser geworfen wird. Da gibt es also keine Strömung von vorne. Und da gilt es nochmal, Sachen zu überlegen. Okay, das fürs Erste. Also macht's gut. Tschüss.